Wir arbeiten mit minderjährigen, unbegleiteten, geflüchteten Jugendlichen. Das heißt Jugendliche, die wirklich ohne Eltern nach Berlin gekommen sind, alle mit Fluchthintergrund und eben Kinder und Jugendliche hier aus Berlin, speziell Treptow-Köpenick. Und möchten natürlich auch einen Lernprozess bei beiden Gruppen anregen, also miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander zu lernen, Freude beim Lernen zu entwickeln und natürlich auch Vorurteile abzubauen, sich kennenzulernen. Es wird halt mit Musik, mit Kostümen gearbeitet. Es wird jedes Kind, jeder Jugendliche wird ernst genommen und aus dem, was sie erarbeitet haben, werden die Trainer und Profis am Rand, die natürlich unterstützend zur Seite stehen, dafür sorgen, dass es nachher eine tolle Präsentation wird. Ihr könnt jederzeit zu uns kommen und wir versuchen euch zu helfen. Okay? Wir versuchen mit euch gemeinsam das Problem zu lösen. Dafür sind wir auch da. Also wir wollen alle hilfsbereit miteinander umgehen, auch beim Training, uns gegenseitig helfen, motivieren, okay? Die Zirkuspädagogik ist eine gute Methode, weil die tatsächlich ohne Sprache auskommt, weil die sehr kreativ ist, dass viele eigene Impulse, eigene Fähigkeiten, eigene Kompetenzen da auch mit reinfließen können. Und dadurch entsteht dann einfach ein Dialog, ein gemeinsamer, der dann am Samstag in die Manege gebracht wird, wo hoffentlich ganz viele Leute kommen, um sich das anzugucken, was eben diese Kinder und Jugendlichen zusammen auf die Bühne gebracht haben. 1, 2, 3, 4. Ich werde schneller, okay? Was macht ihr? Ja, 4 Takt. Ja, 4 Schläge. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und die hier sind nur dazwischen. Also wirklich sich darzustellen und eine Bildsprache dafür zu finden. Und das ist so ihre Kreativität. Die werden später am Trapez sein, die werden Parkour machen, die werden tanzen, die werden Beatboxen. Aber es geht wirklich darum, einfach ihr Können und auch ihre Vision, was sie wollen, was sie sich erträumen, dann im Hier und Jetzt, also hier in Berlin zu verorten und eben in die Manege zu bringen. Und ich denke, eine Lernerfahrung, die wirklich auch aus diesem sinnlichen Lernen außerhalb vom Kontext Schule stattfindet, ist auch so eine Erfahrung, da hat man ganz lange was davon in seinem Leben. Ja, deswegen, aber das Es wurde nicht abgesagt. Das Wort ab ist immer unser Zeichen, wir nehmen die ganz schnell weg. Hast du Angst? Nee. Mach mal den Kopf hoch. Es geht natürlich auch um demokratische Prozesse, also Entscheidungen, werden Entscheidungen gefällt. Ist es immer die Macht des Stärkeren, der am lautesten brüllt, der setzt sich durch. Und hier lernen einfach die Kinder und die Jugendlichen, dass man tatsächlich auch mit demokratischen Entscheidungsprozessen zu einer Lösung kommen kann, indem man, wie gesagt, miteinander das bespricht, wer ist denn jetzt dran, wer hat denn das jetzt zu bestimmen und dass man guckt, dass wirklich alle zu Wort kommen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die beide Gruppen, also alle Kinder und Jugendlichen hier im Zirkus machen diese Woche. Also ich bin Abdul, ich komme aus Syrien, ich bin 17 Jahre alt und meine Eltern sind in Syrien geblieben und ich warte soll ich machen mit einer Familienabzustimmung, müssen wir noch warten. Ja, und das dauert 1,5 Jahre, das ist schon lange. Ja, und ich wohne hier allein. Und da habe ich einen Betreuer, der hat mich erzählt, was im Zirkus.
Ja, und ich habe das probiert und das war sehr gut. Ja, und das ist nicht mein erster Show, das ist das zweite. Und mache ich noch eins, aber nicht jetzt. Ja, und das ist auch schon. Und die Sport auch wichtig im Leben und für die ganze Körper. Und warum kein Fußball? Ich mag nicht Fußball. Nur so, ich mag nicht Fußball. Aber ich mag nicht sowas mit Sport. نفس النمرة لا بس كان بالبيت القديم كان عم مسخرة يعني مش مسخرة Ich bin 8 Jahre alt und ich heiße Carla und ich finde den Zirkus hier toll. Ich bin jetzt seit September 2015 hier und mir gefällt's. Ja, ich finde es gut, dass die das hier machen und so. Also, dass die hier auch ein paar Flüchtlingsjungs unterbringen. Also, so. Damit die auch ein bisschen Deutsch lernen. Das ist eine tolle Mischung. Viele Unterschiedlichkeiten werden da klar und einem bewusst, aber eben auch natürlich ganz viele Gemeinsamkeiten. Also einfach, ich glaube, die Freude am Miteinander arbeiten, miteinander zu wachsen, ist bei beiden Gruppen ganz groß. Also sie haben einfach richtig Spaß miteinander. Also wir sind zusammen in einer Trapezgruppe. Das ist ganz gut und wir ärgern uns sozusagen im Trapez beide so ein bisschen, dass er sitzt oben, er ist ein verrückter Student und liest Zeitung und ich klaue ihm dann die Zeitung. Und das habe ich mit einer, die auch in der Trapezgruppe ist, abgetuschelt. Genau, und das ist ganz schön. Wir machen Tuch und Trapez und mir gefällt es da. Ja, und das ist ganz gut, ganz toll und ich habe noch nie mit kleinen Mädchen gespielt, aber das macht Spaß und das ist ganz gut. Die Themen sind selbst gefunden. Wir haben halt das Thema, dass die Kinder und Jugendlichen über ihre Schuhe zur eigenen Identität kommen. Wirklich nochmal sagen, die Schuhe haben mich schon begleitet in den und den Abschnitten meines Lebens und ich habe noch vor, dorthin zu gehen. Und los, nochmal. Like a cannonball. Ich habe eine neue Schuhe, weil habe ich keine Schuhe. Jetzt habe ich gefunden eine gute Schuhe. Das ist meine Schuhe. Ja, die sind auch sehr groß. Ja. Kannst du noch reinwachsen. Ja. So. Ich war nie als der Erste. Mathilda! Und das ist so die künstlerische Frage, die wir gestellt haben, um dann natürlich weiterzugehen in den nächsten Teilschritten und nachzufragen, also was bedeutet eigentlich auch Heimat für dich? Ich bin Rahim, ich komme aus Guinea. Ich lerne hier Deutsch in Deutschland. Ich bin da 7 Monate. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Ich habe Französisch gelernt. Also wir haben so im weitesten Sinne das Thema Heimat und auch welche Gefühle wir dabei, so die Großen und die Kleinen, was in uns vorgeht, wenn wir an Heimat denken. Und wir haben aber bei dieser Gruppe gedacht, das ein bisschen weiter zu fassen und zu sagen, wir sind alle im Unterwegs zu Hause. Und zu unterwegs passen eben Schuhe, Wege, die wir mit den Schuhen gehen. Und da wir alle Schuhe haben, unterschiedliche Schuhe, ne, haben die Jugendlichen und die Kinder das gut gefunden, eben, dass nicht sie selber berichten, sondern ihre Schuhe, wo sie schon überall waren, wo sie gerne mal sein würden, wovon die Schuhe träumen, warum sie vielleicht kaputt sind, warum sie zu klein sind. Und so haben wir unseren Schuhen eine Stimme gegeben. Frau Sandale.
Herrn Turnschuh, ich habe schon einen neuen Besitzer gefunden und ich bin gerade auf dem Weg zu ihm. Da lang. Okay, dann. Wenn ich den Abdulkarim nicht finde, finde ich bestimmt jemand anderen. Genau. Und was könnte der Turnschuh sagen? Wollt ihr überhaupt rennen? Was macht ihr da? Hä? Kriegt ihr das hin? Was macht Wir? ihr da? Hä? Ihr passt doch gar nicht zusammen. Es sind halt einfach Gelegenheiten, wo eben auch die Unbegleiteten die Chance haben, einfach auf einer Freizeitebene Jugendliche und Kinder kennenzulernen und mit denen was zu machen, was außerhalb von Schule ist. Wir machen jetzt Party. Du bist wer bist Paula und wo ist deine Freundin? Wie heißt du nochmal? Lukas. Luca! Ohne R. Luca. Ja. Paula und Luca. Genau. Wer kennt meinen Namen? Ich hab's vergessen. Niemand. Ja, okay, ich bin auch Rahim. Das ist Rahima, das ist Ja. Und weißt du, wie das hier heißt? Die Brille. Ja. Ich habe ein bisschen Deutsch gelernt. Das ist auch ein Handy, oder? Ja, das ist auch. Ist das ein Handy? Ist das ein Eis? Richtig. Und das? Das ist ein T-Shirt. Ja. Und was ist das hier? Nase. Ja. Und das? Lips und Mund Ja, genau. und Auge, Aua. Nein, Ohr, genau. Und das heißt Auge und Au. das heißt Mund. Ja. Guck mal hier, alle sind Vielleicht die gleichen und dann so Brücke. vielleicht. Oh, ist das schön, das habe ich davor noch gar nicht gesehen. Oh nee, guck mal, warte. So viele fahren schon besser. Guck mal, so, das ist doch auch mal ein schöner Rock. Den hatte ich auch mal eine Rock. Die zwei? Ja. Und dann drüber probiere ich mal so einen Rock hier. Ja. Und stellen halt die Frage, okay, wo waren die Schuhe schon überall? Wo haben euch die Schuhe schon hingeführt? Wo sollen euch die Schuhe hinführen? Wo wollt ihr hin? Und da merken die Kinder und Jugendlichen ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, was sie vielleicht vorher auch gar nicht gedacht hätten. Ich glaube, das Ziel des Projektes ist wirklich, dass Kinder und Jugendliche zusammenwachsen können und einfach merken, dass dieses interkulturelle Lernen sie wirklich stärkt und ihnen gut tut. Auch für die eigene Identität. Danach bin ich. Okay, komm. So ganz viele Farben? Ja. Hey, sie war doch. Noch mehr? Nein, Ja. Ich vermisse diese Ferien sofort, aber nächsten Monat gehe ich in der Schule. Nächste Woche. Aber diese Woche, wir haben ganze Trainieren gemacht, für nur einen Tag. Dieser Tag ist heute. Heute. Leute, kommen und gucken heute. Bitte. Wir hoffen, dass Publikum kommt, denn für die Jugendlichen ist es wichtig, dass sie einfach auch ihre politischen Fragen und auch ihren Ausdruck, ihren ganz eigenen Ausdruck professionell darstellen können. Und ich denke, da werden alle Kinder und alle Jugendlichen, die an diesem Projekt teilnehmen, dran wachsen, denn das macht auch viel Arbeit. Also es liegen stundenlanges Training liegt hinter ihnen, vielleicht auch Momente des Gefühls, ich kann das nicht, ich habe es ja doch geschafft, wieso ist der schon wieder dran, ich war doch jetzt eigentlich dran. Also sich mal zurückzunehmen und dann aber auch wirklich dann irgendwann zu erkennen, dass die eigenen Ideen auch als wichtig empfunden werden und dass jedes Kind und jeder Jugendliche hier einen Platz hat, tatsächlich sich zu entfalten und sich auch darzustellen mit dem, was für das Kind oder für den Jugendlichen wichtig ist. Und das bestimmen nicht die Erwachsenen, das bestimmen wirklich die Kinder und Jugendlichen selber. Und dann kommt ihr schon zu den Schuhen. Packt die einfach rauf und kommt euch hin, okay? Nur die Beine nicht rein, okay? In die Hocke und umdrehen. Die grüne Kabel, ja. Die Paula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Warte mal. Gleich. Was hast du hier, Christa? Hallo, Leute, wir haben viel trainiert, wir haben viel geschafft. Jetzt ist der Moment, wir sind draußen. Wir erwarten eine schöne Show.
Sabrina hat mir gemacht diese Tattoo. Ich habe 100 € gegeben, aber mein Tattoo ist einmal duschen. Das ist der Sorge von meinem Tattoo, ja. Okay, danke. Junge Menschen, die sich wohl kaum sonst begegnet wären. Eine Woche, wo wir uns gekümmert haben um das Thema Schuhe, um das Thema Identität, Freundschaft. Was machen Sie denn hier? Ich suche einen neuen Besitzer. Ich auch nicht, Abdulkarim. Aber Herr Turnschuh, da wollte ich doch auch hin. Aber du bist doch ein Frauenschuh. Bin ich das? Naja, wenn ich den Abdulkarim nicht finde, dann finde ich irgendjemand anderen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, stopp, Notpreis. Ja, das Projekt wird sich längere Zeit hinziehen. Also wir haben insgesamt ein halbes Jahr Zeit, um das wachsen zu lassen und immer mehr ins Detail zu gehen. Das ist jetzt so der Startschuss des Projektes. Ich glaube, das war eine wirklich schöne Show. Nochmal einen Riesenapplaus für die Kinder und Jugendlichen. Habt ihr super toll gemacht. Also über ein halbes Jahr haben wir uns an einem Konzept entlang gehangelt, was interkulturelles Lernen mit Artistik verbindet. Und das zu so einem gesamten Konzept zusammenzufließen, das war so der Kern. Ihr Highlight war Campus Heimatsphäre, das Festival, 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Hatten wir ganz unterschiedliches Programm. Aber ganz herzlich willkommen erstmal. Wir haben geflüchtete Künstlerinnen und Künstler am Freitag eingeladen. Wir hatten eine Künstlerin, Lubna Fora aus dem Libanon, die eine Performance gemacht hat mit weiteren 12 Künstlerinnen und Künstlern zum Thema Wir sind Heimat. Atmen. Einatmen. Ausatmen. Leben. Wachsen. Wasser.
Wasser. Wasser trinken. Feine Stadtteile. Einatmen. Ausatmen. Frei sein. Unbeschwert sein. Bunt ist der Frieden, wenn das Schweigen gebrochen wird. Grau ist alles andere. Dann hatten wir einen syrischen Filmemacher, der seinen Dokumentationsfilm gezeigt hat, Heimat im Exil. Diler Youssef. I'm trying to say that exile is, doesn't matter where you are, in a camp in Jordan or a camp in Germany or wherever, you miss your homeland, you miss your family, you miss your work, you miss home. So it doesn't matter if you are here or there or in the prison or die, anyways, you are missing something. Dann haben wir einen wunderbaren Fachvortrag vom Zentrum für Demokratie und Toleranz gehabt zum Thema Willkommenskultur. Wie können wir wirklich die Hand reichen, um jemandem zu sagen, hier, komm zu uns und werde heimisch. Willkommenskultur ermöglicht im besten Fall ein Gefühl von Zuhause, von Heimat, von Gemeinschaft. Eine neue Annäherung an dieses Konzept für jene, die ihre Heimat verlassen mussten. Es geht darum, Ignoranz und Vorurteilen respektvolle Zusammenarbeit und ein Zusammenwachsen entgegenzustellen. Und dann haben wir noch die Band gehabt von Christina Issa, die eben auch zum Thema Heimat oder auch zum Thema Flucht wunderbare Lieder gemacht hat. Lion is screaming for something to drink. Oh, my feet is burning hot. Papa is hunting for something to drink. But somebody out there is burning I'm not born in Syria, I'm born in Sweden, but my both parents are from Syria, so when I grew up, I was actually more in Syria than I was in Sweden. I kind of knew more Arabic than I knew Swedish when I was a child, so for me that was more like a natural, like to feel that you're from Syria because I was so much there. You know, longing to get home is something that many of us do. Maybe just after a day when you had a hard time at work, or maybe after a long time not seeing your friends, your parents, your family. It's more of a like a show or like a play about hope and about the revolution and about like stories from people. It's not really like a concert only. With the video art and stuff back. It's supposed to symbolize like the feeling of home and the feeling of hope and love.
Britta, I knew her since a long time, like maybe 3-4 years ago I met her. She knew I had this production and it's been going on for a year, 1.5 years in Sweden, and I've been touring around with it. So when she got to know this, she said, you will be perfect for this project. And I said, of course. It's like, I'm so glad that I can be part of it. And it's really important also to be a part of it, I think. Because growing up in a country where you're not supposed to feel at home, when you're kind of always told that no, but you're from Syria, or no, you're not from here. Oh, you're okay, you're Syrian. Ah, you're not Swedish. Oh, but I'm also, because I was born and I work here, I live here. So it's like you become this frustration, like where am I really welcomed? And for me as an individual, it's really important to make people who come new to other countries, and I don't like to say refugees, because refugee, you're fleeing to somewhere that's not your home, and that's not what this is. You're just coming to another place on earth who can become your home. That's something I really think it's important, that you should be able to say, oh, but you're from here, and you're also from here. Yeah, that's really important for me, to make others also feel comfortable, to feel at home, basically. The one that's in the middle is going to go down like this. You go down like this. And I go clap. And then I go down and I'm in the middle. And you go clap. So. Home for me is something, it's not physical, I think. When you meet someone, sometimes it can feel like you meet someone from home, you understand? Like it could be from anywhere, but you're still connecting this person to something inside of you. And for me, home is just a feeling of safety and kindness and love, I think. And I think we can find that anywhere, but we need to be open for it and don't close our minds for home, you know. Am Samstag hatten wir dann einen Workshop, der ist morgens um 10 angefangen, wo wir gestartet haben mit einem Barcamp oder mit einem Workshop und dann weitere unterschiedliche Workshops angeboten haben. Also ein Barcamp wird auch eine Unkonferenz genannt. Da geht es eigentlich darum, dass man ein Programm gemeinsam entwickelt und dass viele Menschen mögliche Beiträge zu der Konferenz vorstellen. Das wird dann normalerweise so über eine Art Auktion ausgelost. Das wird dann nicht ausgelost, sondern es wird eine Auktion veranstaltet. Das heißt, da wo ganz, ganz viele Menschen Interesse haben, die kriegen dann einen großen Raum. Da wo weniger Menschen Interesse haben, die kriegen einen kleinen Raum zugewiesen. Und wir haben dann mit den Kindern und den Eltern gemeinsam wirklich einen Wunsch-Workshop gemacht. Mal ein kleines Bild. Ja, nein, aber du hast jetzt hier hast du Fußball gemacht. Wenn du Make-up haben willst, mal noch ein Bild mit Make-up. Mal schnell das Bild. Fußball kommt hier hin. Fußball kommt hier. Das Auto dahin, weil das ist dein Auto. Und das hier ist dein Haus. Hier sind die Klebstreifen. Bei diesem Barcamp oder bei diesem Wunschcamp, was wir heute gemacht haben, geht es ganz stark darum, dass Menschen ihre Träume visualisieren und dass dann eigentlich die individuellen Träume auch gesammelt werden, geclustert werden, sodass man sieht, aha, da sind ganz, ganz viele ähnliche Träume. Zum Thema, was wünschst du dir am meisten, hat ein Junge dieses Boot gemalt und in dem Boot sind insgesamt 3 Personen und wir haben uns das
Bild erklären lassen und der Junge hat gesagt, er ist auf dem Boot geflüchtet mit so vielen Menschen, dass er immer Angst hatte, dass es untergeht und es war für ihn sehr anstrengend und sein größter Traum ist, auf einem Boot zu sitzen mit insgesamt 3 Leuten, nämlich mit ihm und seinen Eltern. Vielen, vielen Dank für all die schönen Bilder, die ihr gemalt habt. Sowohl Britta als auch ich sind sehr überzeugte Verfechter von niedrigschwelligen Kulturangeboten, weil nur wenn man Menschen einlädt, wenn man ihnen keine Hürde gibt, nehmen sie Sachen auch leichter an. Und daraufhin hat sich diese wunderbare Zusammenarbeit ergeben. Ihr Team, mein Team, ganz, ganz toll heute im Laufe dieses Workshop-Tages auch harmoniert. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie jetzt die einzelnen Zirkus-Workshops laufen, das ist wunderbar, die Konzentration der Kinder zu erleben, den Spaß und das Rangehen an diese Herausforderungen. Weil das sind ja alles keine einfachen Sachen, die wir machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Menschen, egal welchen Alters, in ihrem Selbstvertrauen so zu stärken, dass sie auf die nächste Stufe weitergehen und sich empowered fühlen. Reis und dann so ein bisschen Suppe. Mittags gab es ein leckeres Essen. Es wurde gekocht von dem Projekt Lernwerkstatt, wo syrische Frauen und Männer das Essen für uns alle gekocht haben. Und dann starteten ab 1 weitere Workshops, Musik, Angebote, Gesang. Es wurde Trampolin gesprungen, Breakdance getanzt, Trapez, ganz unterschiedliche Bewegungsangebote. An diesem Workshop haben über 70 Jugendliche aus Notunterkünften teilgenommen und bestimmt 40, 50 Jugendliche hier aus dem Sozialraum. Wir waren ja in verschiedenen Notunterkünften, haben Gruppen aufgebaut. Wir hatten auch immer wieder Jugendliche, die dann nicht mehr gekommen sind. Das war schwer, die Beziehung aufzubauen, die Beziehung zu halten. Wir haben immer wieder erlebt, dass die Trainerinnen und Trainer gesagt haben, boah, ich war jetzt 8-mal da und wir haben echt tolle Sachen erarbeitet und beim 9. Mal ist keiner mehr gekommen. So, also da gab es eben auch natürlich enttäuschende Erlebnisse, aber letztendlich sind wir froh, wir haben durchgehalten, alle miteinander. Wir haben uns durchgekämpft durch die Dschungel der Zuständigkeiten in den einzelnen Notunterkünften. An allen 3 Tagen hatten wir Busse, die in die Notunterkünfte gefahren sind und die geflüchteten Familien abgeholt haben, damit sie auch wirklich hier ankommen. Das war auch nochmal wichtig für uns, dass wir gemerkt haben, es reicht eben auch nicht, einen Bus nur zu bestellen und darauf warten, dass jemand einsteigt. Also die Koordination, die Elternbriefe in verschiedenen Sprachen zu übersetzen, mit den Sozialarbeitern, mit den Ehrenamtsmenschen dort vor Ort Kontakt aufzunehmen, sich zu koordinieren. Das kostet sehr, sehr, sehr viel Zeit, aber wenn man diese Zeit nicht investiert, dann kommt niemand. Dann ist das Projekt gescheitert, weil weder geflüchtete Kinder und Jugendliche kommen, noch wir ihre Familien erreichen. Denn so einfach, wir malen einen Zettel oder eine Einladung und hängen die auf und kommunizieren das ein wenig, so einfach ist es nicht. Es gab auf vielen Ebenen ausgezeichnete Erfolgserlebnisse. Zum Beispiel sind Kinder, die in einer Unterkunft leben, die wir sehr intensiv betreuen, sind komplett autonom mit dem Bus hierher gekommen. Also der Bus hat die Kinder abgeholt und die Kinder, die alle ein hohes Maß an guter Autonomie entwickelt haben und ein ausgezeichnetes Deutsch sprechen, sind dann wirklich hier dann beim Zirkuszelt abgeliefert worden. Das sind so ganz, ganz viele Punkte, wo man sieht, dass Empowerment, egal in welcher Altersgruppe, ganz entscheidend ist dafür, dass Menschen offen sind,
auf andere zugehen und aus einem Vertrauensverhältnis heraus eben auch ganz, ganz riesige Lernschritte möglich sind. Am Sonntag ging dann richtig nochmal die Post hier in Kavuvati ab. Über 50 Kinder und Jugendliche haben dann ihre Workshop-Ergebnisse gezeigt, die wirklich ein halbes Jahr an ihren Ergebnissen gearbeitet haben, ein halbes Jahr an den Workshops waren. Es war absolut super voll, ausverkauft. Die Vorstellung, es gab wirklich keinen Sitzplatz mehr. Wir haben über 20, 30 Leute noch wirklich sagen müssen, ey, sorry, passt nicht mehr ins Zelt. Auch da haben wir wieder Busse gehabt, die in 4 unterschiedliche Notunterkünfte gefahren sind und dort geflüchtete Familien abgeholt haben. Aber auch ganz viele Berlinerinnen und Berliner, die davon in den Zeitungen gelesen haben oder im Radio, haben Rieseninteresse gehabt. Und das war auch nochmal ein wunderschöner Abschluss, den wir hatten. Als erstes kommt ein Fachvortrag vom Diplom-Ingenieur Yasser Al-Mamoun. Hallo. Ahmad war sehr, sehr schüchtern. Er hat das nicht geschafft, so alleine zu lernen oder auch mit dem Kurs sich die Initiative zu nehmen und dann mit Leuten zu reden. Salam war ein bisschen stärker. Sie hat ihre eigene Initiative genommen und hat angefangen, Leute auf der Straße anzusprechen. Also nach all diesen Problemen mit 3 Punkten muss man sich entscheiden, was nun, was soll ich machen? Man muss sich irgendwie in der Gesellschaft eine Position schaffen. Afghanistan ist das Land mit den größten Temperaturunterschieden auf der Welt. Im Sommer wird es bis zu 50 Grad Celsius, wohingegen es im Winter bis zu minus 50 Grad Celsius werden kann. Diese poetische, zauberhafte Vorstellung von Jugendlichen aus Notunterkünften und Jugendlichen hier aus Berlin, die eben zum Thema Glück gearbeitet haben und jeweils auch ans Mikro gegangen sind und nochmal einen Satz zum Thema Heimat präsentiert haben. Dann haben wir weitergefragt, das ist ja so ein Forschungsprojekt, wir haben halt geforscht, ja, was bedeutet denn Glück? Glück ist wieder so ein Wort, was bedeutet denn Glück? Glück bedeutet das Wort glückliche Situation in Afghanistan, vielleicht eine andere als hier in Deutschland. Und da haben wir recherchiert und gefragt und immer wieder die Jugendlichen auch angeregt, darüber nachzudenken. Und am Ende des Prozesses sind die Jugendlichen auf einen Nenner gekommen, auf einen ganz kleinen gemeinsamen, und das war der Nenner Schnee. Da waren wir natürlich auch baff, wie kommen sie denn jetzt auf Schnee? Und wir haben eine Performance gemacht zum Thema Schnee. Schnee macht uns glücklich. Also das hat gut funktioniert. Da war der Dialog im Vordergrund zum Thema Heimat. Und daraus sind Gedanken, Assoziationen entstanden, Bilder, Träume. Und die wiederum wurden dann in künstlerischer Form umgesetzt. Weg, Vertrauen aufzubauen. Es ist ein langer Weg, in eine Beziehung zu gehen. Flyer, sämtliches Schriftmaterial muss in mindestens 3 Sprachen übersetzt werden. Man muss häufig vor Ort sein, damit die Eltern einen auch kennenlernen und Vertrauen haben. Wir sind die Soldaten.
mit viel Kraft, mit viel Zeit, aber auch mit viel, viel Ehrenamt haben wir ein breites Netzwerk auch gebaut, wo zum Beispiel die Ehrenamtskoordinatorin von Mitte dabei war, wo unser Integrationsbeauftragter, wo viele Lehrerinnen, Lehrer, Künstler, die sich in der Arbeit mit Geflüchteten engagieren, wo die Refugee Akademie dabei war. Und wir hoffen, dass wir da weiterarbeiten können, dass auch wenn das Projekt jetzt zu Ende ist, dass wir weiter aktiv bleiben können, dass wir weiter das, was wir geschaffen haben, fortführen können. Das war wirklich ein tolles Projekt. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, aber alles in allem hat sich das wirklich gelohnt. Und wir haben viele, viele Kinder und Jugendliche erreicht und denen einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung vermitteln können. Ja, das hat uns sehr zufriedengestellt.